In München bei der Sicherheitskonferenz überschlagen sich die Ereignisse und ich möchte nur auf ein paar wenige Punkte eingehen, unter anderem, warum die USA der AfD unbedingt hilft, sie unterstützt und vor allen Dingen auch beim Wahlkampf gut in Szene rücken möchte und was natürlich die anderen Spitzenpolitiker in Deutschland dazu sagen und mehr und dementsprechend viel Spaß mit dem Video. Und bevor wir ins Video einsteigen, nicht vergessen, am Ende des Videos natürlich auch deine Meinung dazulassen und einen Daumen nach oben, wenn dir so ein Video gefällt. Unter anderem berichtet der Spiegel, Vances Wahlkampfhilfe für die AfD. Man konnte Boris Pistorius seine Erschütterung ansehen, als er gestern bei der Münchner Sicherheitskonferenz ans Rednerpult trat. Der Verteidigungsminister sah sich nach dem Auftritt von US-Vizepräsident J.D. Vance genötigt, von seinem Redemanuskript abzuweichen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regierungen. Das ist nicht akzeptabel, sagte Pistorius. Außer Rand und Band waren auf jeden Fall die Menschen 2020, vor allen Dingen auch in Deutschland, aber auch weltweit, wo die Gesundheitskrise am Laufen war. Und dort fand ich persönlich schon eine ganz starke Stigmatisierung von denjenigen, die sich zum Beispiel nicht eine Maske ins Gesicht setzen wollten oder auch sich nicht immer testen lassen wollten oder sogar noch weitere Maßnahmen nicht mit sich machen lassen wollten. Und das ist natürlich dann auch auf jeden Fall nicht korrekt gewesen. Aber die ganze Welt hat verrückt gespielt und ich hoffe natürlich, dass wir alle aus so einer Situation gelernt haben. In diesem Moment sprach der Verteidigungsminister für viele auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch andere europäische Spitzenpolitiker sind schockiert über Vances Rede. Zu Recht. Aus der Sicht von Trumps Vize sind die europäischen Regierungen ein größeres Problem als der Aggressor Wladimir Putin. Ja, das sind harte Worte natürlich. Beunruhigend ist auch, wie ungeniert sich Vance in den deutschen Wahlkampf einmischt. Sein Satz, "There is no room for firewalls", ist ein Geschenk für die AfD. Von einer beeindruckenden Rede sprach Parteichefin Alice Weidel auf X. Später traf sie sich mit Vance für ein 30-minütiges Gespräch in dessen Hotel und laut dem Sprecher auch dort Thema die Brandmauer. Es ist offenbar das Ziel von Donald Trump, von J.D. Vance und von Elon Musk, dass eine Partei wie die AfD mehr Macht in Deutschland bekommt. Die Gründe dafür dürften vielseitig sein. Einer davon, Trump, Musk und Co., ist eine starke EU im Weg. Und die AfD, laut Wahlprogramm, will ein Ende der EU in ihrer jetzigen Form. Da überschneiden sich auf jeden Fall einige Interessen. Und Olaf Scholz bezeichnete Vances Aussagen zur Brandmauer bereits als sehr irritierend. Ich hatte dazu heute schon im Laufe des Tages ein Video gemacht. Schau dir das auch gerne an. Ich werde es am Ende dieses Videos verlinken. Wenn der Kanzler heute auf der Sicherheitskonferenz spricht, dürfte er mindestens indirekt noch einmal auf Vance Bezug nehmen. Und das hat er. Und darüber habe ich in dem anderen Video auch gesprochen. Kommen wir zu einigen Reaktionen unserer deutschen Spitzenpolitiker. Dazu schreibt T-Online Habeck seine Reaktion auf die Rede von Vance: Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance schlägt in der deutschen Politik Wellen. Nach Bundeskanzler Scholz wird nun auch Wirtschaftsminister Habeck deutlich. Bundeswirtschaftsminister und grünen Spitzenkandidat Robert Habeck hat US-Vizepräsident J.D. Vance deutlich widersprochen. Das, was Vance gestern gemacht hat, geht ihn nichts an. So klar muss man das sagen, sagte er im Interview von RTL und NTV. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, da gibt's Aufgaben genug in den USA. Und auch Friedrich Merz fordert die USA auf, Wahlergebnisse zu akzeptieren. Der Kanzlerkandidat der Union wendet sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz an die US-Regierung. Er erwartet, dass die Ergebnisse der Bundestagswahl anerkannt werden. Ich denke, das sollte klar sein. Der Oppositionsführer Friedrich Merz hat in einer Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz klare Erwartungen an die USA formuliert. Die Regierung von Donald Trump dürfte sich nicht in den deutschen Wahlkampf einmischen. Wir respektieren die Präsidentschaftswahlen und die Kongresswahlen in den USA und erwarten, dass die USA dies hier auch tun, sagte der Kanzlerkandidat der Unionsparteien. Damit bezog sich Merz auf Äußerungen des US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Donald Trumps Stellvertreter hatte am Freitag von angeblich brüchigen Demokratien in Europa gesprochen und von einer Unterminierung der Meinungsfreiheit und einer Instrumentalisierung der Justiz. Er hatte gefordert, die Brandmauer gegen extrem rechte Parteien einzureißen. Am Rande der Konferenz hatte sich Vance mit der AfD-Chefin Alice Weidel getroffen.
Thema war natürlich auch die Brandmauer, aber auch natürlich der Ukraine-Konflikt. Und ich möchte jetzt einmal mit dir in den Austausch gehen und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Denn wenn ich mir die letzten Videos anschaue und die Kommentare mir anschaue und ich lese wirklich sehr viel durch, die Leute, die mir schon lange folgen, schon lange ein Abo hier dagelassen haben, die wissen, dass ich in der Regel immer sonntags ein Video mache mit Kommentare der Woche. Da kann ich jetzt schon mal vorab sagen, das hat Überhand genommen und das ist so krass. Aber vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, dass es eine doch Mehrheit gibt, die der AfD sehr viel Zuspruch gibt. Und gerade die Türken unter uns, in dieser Gemeinschaft, in dieser Community hier, auch in Deutschland, ganz viele davon schreiben hier rein in den Kommentaren, dass sie auch diese Partei wählen werden, weil sie eine Veränderung haben möchten, weil sie ihr altes Deutschland wieder zurückhaben möchten. Und ob das positiv sein wird oder negativ, werden wir alles im Laufe der Jahre natürlich sehen. Fakt ist, und das darf man sich auf jeden Fall immer wieder in Erinnerung rufen, dass, wenn man jetzt auch mal ganz ehrlich ist, die letzten Jahrzehnte, das, was die Parteien, die Altparteien natürlich fabriziert haben, das kann man natürlich auch nicht unbedingt erwarten innerhalb von einer Legislaturperiode, falls denn die AfD wirklich die Zustimmung bekommen würde, dass sie das innerhalb von 4 Jahren wieder rückgängig macht, beziehungsweise eine deutliche Verbesserung kommt. Dementsprechend bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Es kann ja auch sein, dass die USA gezielt unterstützen, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die eine gegenteilige Meinung haben und auch du darfst natürlich deine Meinung hier reinschreiben, denn ich bin sehr gespannt, was wir in den Kommentaren natürlich sehen können, was vor allen Dingen auch in den nächsten Videos kommen wird und vor allen Dingen, was in der Zukunft innerhalb Deutschlands, Europa passiert, denn die deutsche Mark zum Beispiel, das, was früher die deutsche Währung war, nicht die europäische Währung, sondern die deutsche Währung. Das war eine der stärksten Währungen diesem Planeten. Die jüngere Generation kann sich daran nicht mehr erinnern. Fakt ist aber, und gerade die ältere Generation, ich rede jetzt von denen, die 60, 70 Jahre alt sind, gerade die schreiben auch sehr viel in den Kommentaren, dass gerade diese Menschen auch diese alten Zeiten mit dieser alten Währung gerne zurückhaben wollen würden. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. Ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Man muss auch nicht wirklich natürlich so die ganze Welt offen willkommen heißen und die natürlich auch finanziell unterstützen. Wir in Deutschland, wir haben unsere eigenen Probleme und so wie andere Länder natürlich auch. Und natürlich ist auch hier die Solidarität großgeschrieben. Das ist ganz klar. Aber wenn man nichts mehr zu geben hat, auch gerade finanzieller Natur, dann muss man doch nicht noch mehr Schulden machen, um andere Länder irgendwie aus der Patsche zu helfen. Da müssen diese eigenen Länder einfach auch selber zusehen. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall verstehen, wenn man sich so ein bisschen aus diesem ganzen EU rausziehen möchte und natürlich so ein bisschen wie früher mehr Unabhängigkeit auch haben möchte. Und deswegen bin ich einfach sehr gespannt, was du dazu sagst. Lass mir deine Meinung da. Schreib es in die Kommentare. Lass dem Video einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und teile auch gerne das Video mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen. Und am 23.02. wird gewählt und ich bin sehr gespannt, was das Ergebnis sein wird.